5 Tage auf der Lahn. Alleine. Mit 2 Kindern. In 2 Booten. Bei, sagen wir mal eher, durchwachsenem Wetter. War das eine gute Idee? Tag auch! Wir sind hier heute mal wieder mit Sack und Pack unterwegs. Und zwar sind wir gerade in Odenhausen an der Lahn gestartet, werden uns jetzt in 5 Tagen durch das bewölkt regnerische Wetter kämpfen bis nach Runkel, soweit zumindest der Plan. Vom Einsetzpunkt in Odenhausen hatten wir am ersten Tag eine Strecke von 13 Kilometern zu bewältigen. Unser Ziel war der Ski- und Kanu-Club in Gießen. Die Mascha darf sich heute hier, oder was heißt heute, die nächsten 5 Tage alleine im Swing bis nach Runkel quälen. Wobei ich mir da weniger Sorgen mache, höchstens, dass uns das Wetter irgendwann nicht mehr gefällt, aber jetzt hat es sich wieder eingekriegt. Nein, Arthur, pass doch mal auf! Oh nein, der Baum! Wir haben ja gerade ein Wehr, jetzt müssen wir gucken. Willst du das treideln oder willst du das fahren? Oh. Doch, versuchen wir, Max. Halt mal das Paddel gerade. Jetzt kriegen wir einmal eine Unterbodenwäsche hier. Im Borsten. So, warte Max, ich steige aus. Okay, das war nichts. Das wäre besser, wenn du aussteigst. Du kippst mir gleich um, Max. Steig mal bitte aus. In die Hand. Sagt der Mascha, die soll nicht fahren. Aha. Du solltest nicht fahren. Das sollte der Max dir sagen. Der Max hat gesagt, ich darf fahren. Ja, läuft, würde man sagen. Das erste Wehr, die erste Verletzung. Barfuß die Gasse hochgelaufen und dann da hängen geblieben. Nun ja. Am Wehr Lolla ist ganz schön viel, ganz schön schief gelaufen. Zum Glück war dies das einzige Hindernis für den ersten Tag. Ja? Weißt du was? Was? Ich habe richtig viel Spaß. Oh, das ist schön, das freut mich. Und du, Max? Du auch? Trotz kaputtem Fuß und Spinner als Mitpassagier. Ja. So, jetzt kommt die Sonne raus. Jetzt schützen wir uns gleich tot in unseren Jacken. Jetzt wird Zeit, dass wir zum Pausenplatz kommen. Tato, wir müssen auch paddeln. Die Betonung liegt dabei auf wir, ne? Ja. Ja. Nein, du. Was jetzt hier auch? Ein Krokodil, ein riesiges Krokodil. Ja, was denn jetzt? Krokodil oder Seeschlange? Mhm. Flussschlange.
Hat keinen See. Hier ist ein Fluss, da muss das eine Flussschlange sein. Doch. Ja, wie kann denn eine Seeschlange in einem Fluss sein? Ah, eine Wasserschlange. Na gut, das lasse ich durchgehen. So, nicht so elegant. Mascha macht mir alles nach. So, ist genug Platz? Nee. Rücken statt Grenzen. So, das ist doch mal eine Botschaft. So, hier links, wo es am meisten Spaß macht. Hier musst du ein bisschen schneller in die Richtung jetzt paddeln. So. Jawohl. Und dann hier das Paddel reinhalten. Andere Seite, ja, oder so. Und weg von den Büschen. Ich muss mehr nach vorne gucken als nach hinten. Jetzt nach vorne paddeln, einfach weg von den Büschen. Jawohl. Super. Ja. Ja, ich kann dich ziehen. Hallo, 3 Enten. So, also die letzten 6 Kilometer hier, die ziehen sich ganz schön. Wir haben null Strömung, natürlich Gegenwind und ja. So, dann noch so 500 Meter und dann müssten wir da sein. Hier sind wir, der Steg ist unser. Und war hier hinter dem Boot der Steg. Ja, da ist er. Endlich da, genau. So, jetzt kannst du aussteigen. Ja, für den ersten Tag machen wir es uns einfach und gucken, dass wir hier im sogenannten Dönerdreieck, wenn ich es richtig verstanden habe, was zu essen ergattern. Und wir haben gerade, Max und ich haben gerade Brombeeren ergattert. Max hat sich richtig aufgestochen und die waren sehr, sehr sauer. Die ganze Nacht hindurch hatte es heftigst geschüttet. Am Morgen kam zum Glück und ziemlich überraschend die Sonne heraus. Die Route an Tag 2 führt uns aus Gießen heraus, vorbei an Dorla bis an den Stadtrand von Wetzlar. Dort wollen wir bei Flusskilometer 9,7 am dortigen Campingplatz übernachten. Ja, heute haben wir eine Etappe von, ich glaube, 12 Kilometern. Können wir ganz entspannt machen. Eine Schleuse müssten wir dabei haben. Genau, in der Schleuse soll es auch einen tollen Spielplatz geben. Da können wir eine schöne Pause machen. Aber jetzt haben wir hier in Gießen erstmal, ich glaube, 2 oder 3 sogar Bootsrutschen. Siehst du da die Leine, die da hängt, Max? Da kannst du jetzt gleich einmal dran ziehen. Kommst da dran? Und einmal kräftig ziehen. Jawohl, und loslassen.
Dong. Ja, guck mal, die haben wir doch schon super gemeistert. Also das war richtig schnell, ehrlich gesagt. Ja. Da vorne ist das nächste Wehr an der Brücke, da ist schon die nächste Rutsche, glaube ich. Pause! Pause, ja genau. Schneller zum nächsten Boot. Ja, wir sind doch sofort da. Hat die zu wenig Wasser? Oder warum treiben die? Die kann man auch fahren, oder? Ja, ne? Weil die da. Die sind viel entspannter als die kommt vom ersten an, ne? Ja, ja. Also die haben jetzt viel, aber die sind viel. Danke. So, Max, drehst du das Paddel ein bisschen nach. Ja, genau, so ist super. Oh, die hat aber wenig Wasser. Oh, kann man nicht. Aha, jetzt. Hallo. Da sind ja so Bürsten drin auch wieder. Ja, genau. So. Hätten wir das auch geschafft. So, hilf mal, wir müssen die Mascha kriegen. Oh, geh mal ab wie Schnitzkatze, wenn du mithilfst. Hier ist wenigstens wieder ein bisschen Strömung. Nicht so wie gestern. Was? So. Das war ja harmlos für uns, hä? Ja. Ja, da passt aber rechts vorbei. Rechts und dann direkt dann rechts paddeln, sodass du nach links kommst. Ja, zieh du mal lieber den Kopf ein. Weiß ich nicht. Na toll, aber ich? Jo, das war's erstmal mit Sonnenschein. Zumindest für den Augenblick. Jetzt wird es doch ein bisschen spritzig von oben, aber alles noch im harmlosen Bereich. Hätte mich auch gewundert, wenn wir nach der Vorhersage so ganz ohne durchgekommen wären. Drunter durch oder dran vorbei, Max? Ich wusste, dass du das sagst. Doofe Idee. Wann gibt es Mittagessen? Mittags. Ist es jetzt nicht Mittag? Wir machen da hinten jetzt gleich, glaube ich, so wupp, nach links. Und dann kommt oder nach rechts. Oder war das schon? Jetzt weiß ich gar nicht. So, guck mal, wir sind hier. Jetzt geht das gleich hier um die Kurve. Und wenn dann die Linkskurve kommt, dann ist hier eine Pausenstelle. Viertelstunde, 20 Minuten. Eine Stunde? Wie spät haben wir? 11:50 Uhr. Ja.
Ah, Max. Ah. Probier die mal. Vorsicht, die ist ganz matschig. Schon. War nicht sauer. War nicht sauer, ne? Oh. Ja. Pausenplatz. Ich muss noch gucken, da ist ziemlich voll, ne? Dach haben wir hier nicht, ne? Das ist schön ein Pausenplatz. Schön. Regnet nicht mehr heute. Das lügt alles. Wo wir sind, ist Sonne. Wir fahren hinter euch dann. So, nach einer gefühlten Ewigkeit geht es jetzt weiter. Wir haben hier irgendwie immer Regen und Sonne im Wechsel. Was sehr doof ist, weil man sich gefühlt alle 5 Minuten umziehen müsste. Aber jetzt lassen wir die Jacke einfach erstmal. Oh, fängt wieder an zu regnen. Hier kommt jetzt die erste Schleusung. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das mache. Muss ich mir noch mal Gedanken machen. Ich glaube, den Max nehme ich mit. Die Mascha kann im Boot in der Schleusenkammer sitzen bleiben, wenn sie mag. Der Max hilft mir beim Schleusen. So. Hauck. Feste. Jawohl. Gut, reicht. Hinten nicht wieder da rein. So. Gut. Muss man warten, bis da kein Wasser mehr rauskommt und das Wasser da in der Schleusenkammer, wo die Mascha ist, die gleiche Höhe hat wie hier draußen. So, an der rechten Seite anhalten. So, hinten ist wieder auf, hier ist zu. Schleusung beendet. Das war ja einfach. Da guckt man 2 Sekunden nicht hin und dann sowas. Das war bestimmt lustig, wenn man sich das nachher anguckt, finde ich aber trotzdem nicht gut, dass du so einen Mist machst. So, komm. Ich habe keine Lust, dich da rauszufischen. Ernsthaft nicht. Dafür ist nicht warm genug. Der junge Mann vor mir hat merkwürdige Ideen. Und davon eine ganze Menge. Die junge Dame, ziehen wir ein Stückchen. Das ist der nächste Schleuse. Da wollten wir eigentlich Pause machen, aber eine Regenpause ist jetzt auch nicht so der Hammer. Nun denn. Nee, ich habe leider keine. Das wäre schön. Ist auch gerade nicht begeistert, der junge Mann. So, da hinten kommt die Schleuse schon. Und hier liegt ein Krokodil im Wasser. Ich meine, da hinten ist das Grau eine Nuance heller. Oh Mann!
Geh paddeln, haben sie gesagt, mit deinen Kindern. Haben sie gesagt, das ist wie Urlaub. Ah. Eieiei. Hauptsache einmal schön alles klitschnass. Ja. So, jetzt wo die Pause vorbei ist, kommt die Sonne wieder richtig raus. Und es regnet, stimmt. Das kommt mal wieder alle Wetterextreme beieinander. So, jetzt haben wir noch 1,8 Kilometer, 16:50 Uhr. Eine gute Zeit. Guck mal, da rechts ist ein Nutria. Hier im Gebüsch. Der frisst da. Mascha. So. Das ist der Anleger, genau. Nutria in weiß? Tatsache. Nach einem anstrengenden Tag hatten wir auch heute keine Lust zu kochen. Die Fischerhütte hat dienstags Ruhetag. Am Campingplatz gab es Pizza. Allerdings nicht wirklich empfehlenswert. Guten Morgen an Tag 3. Wir haben jetzt ungefähr 8 Uhr. Auch heute Nacht hat es wieder mal schön geregnet. Erstmal hier frühstücken unterm Tab und dann schauen wir weiter. 11 Uhr schon wieder geworden. Wir haben jetzt alles eingepackt. Jetzt müssen wir das Zeugs noch runterkarren. Ja, dann die Boote beladen. Dauert bestimmt auch mal wieder locker eine halbe Stunde. Aber gut, heute haben wir 11 Kilometer oder so bis Solms. Das sollte hinhauen. Die heutige Etappe führt uns durch die Bootsrutsche und über die Rollenbahn in Wetzlar. Weiter durch 3 Schleusen, an Solms vorbei bis zum Campingplatz Scholeck. Aha. Maxi, Vom Wasser waschen. du wäschst deine Füße nicht im Wasser, dann muss ich dich nochmal umziehen. Da habe ich keine Lust drauf. Doch. Ich gehe nur halb rein. Nein, du gehst nicht halb rein. Da ist rutschig, wie du vielleicht gemerkt hast. Du kannst gleich im Boot deine Füße einmal kurz ins Wasser hängen. Hopp. Und ab geht's. Natürlich fängt es jetzt wieder mehr an zu regnen, wenn wir am Wasser sind. Ja dann, ahoi, Paddeltag 3. Ja, gleich in Wetzlar haben wir eine Bootsgasse, aber ich glaube, die muss man treideln. Und diese Rollenbahn, also statt Umtragung kann man das Boot dann über so eine Rollenbahn rollen. Ich bin mal gespannt, wie das mit diesem total überladenen Boot funktioniert. Oder ob wir da wieder erstmal die Hälfte abladen müssen, weil das Boot sonst zu schwer ist.
Ein Pausenplatz, genau, nach 10 Metern. Also hier ist jetzt gerade nicht so unbedingt der schönste Teil der Lahn. Hier bleiben. Bis wann? Oh, das dauert aber, Max. Du kannst dir ein Schlückchen Fanta gönnen. Dann muss ich noch länger gucken. Was musst du dann noch länger? Noch länger gucken. Du musst Pipi. Das hast du mir bislang nicht gesagt. Ja, muss mal gucken, weiß ich nicht, wo du hier rauskommst. Hier ist überall Gestrüpp. So, du kannst versuchen, da mit dem Fuß vorsichtig hinzugehen. Ne, einfach weiter. Ja, na. Oh nein. So, steh auf. So, jetzt geh erstmal raus. Halt dich da. Soll ich mal da gucken, ob man da besser halten kann? Hier wäre der bessere Ausstieg gewesen. Naja, er sagt, er ist noch an den Beinen nass und will keine andere Hose. Jetzt haben wir ihn noch mit einem Handtuch zugedeckt. Also wenn dir kalt wird, Max, dann musst du Bescheid sagen. So, die 2 Regenjackentaktik, die ist schon ganz in Ordnung. Natürlich habe ich die Paddelhose dabei, habe mich aber unterwegs dazu entschieden, die nicht zu tragen. Schließlich haben die Kinder auch keine. Dann kann ich so ein bisschen nachvollziehen, wie es den Kindern geht, temperaturmäßig und kältemäßig und so. Guck, da haben wir schon einen Kilometer geschafft. Genau, bei 11 sind wir. Müssen wir noch 11. Hier sind wir am ersten Wehr in Wetzlar. Okay, das kriegt die Mascha auch hin. Wow. Alles gut, ich stehe extra hier, damit du nicht in den Baum reinrauscht. So. Alles gut? War ganz gut, oder? Die sah schlimmer aus, als sie war, fand ich. Nur am Ende war doof, weil man da so in die Bäume reingedrückt wird. Deswegen habe ich mich da hingestellt, dass du gegen uns knallst und nicht in die Bäume. So, Max, einmal aussteigen. So, warte, lass mal.
anderen Scheiße zum Einsteigen. Oh mein Gott. Ganz einfach. Oh. Was? Ich dachte, du wolltest mich auch wegschubsen. Was will ich? Ach so. Deswegen hält das echt am So, hier hinter Wetzlar ist jetzt gerade auch nicht der schönste Abschnitt der Lahn. Hier ist so eine Wasserskistrecke. Hier geht es halt recht kanalisiert geradeaus, einfach nur auf, weiß ich nicht, 2 Kilometern. Aber gleich müsste jetzt eine Schleuse kommen. Ja, deswegen haben wir jetzt hier die Mascha hinten dran gehängt, weil da vor uns ist ein Leihboot. Da versuchen wir jetzt bis zur Schleuse zumindest so einen Abstand zu halten, dass wir damit reinfahren können. Das macht die Sache dann in der Schleuse für mich doch ein wenig einfacher. Ja, ist ja gleich. Ja! Nur noch 5, nur noch 5. Nur noch 5. Oh, stopp! Aber hallo! Boah, sind das dicke Dinger hier. Ja. Meine herzallerliebste Tochter, ich pflücke dir im Schweiße meines Angesichts ein paar prächtige Brombeeren, trotze der dornigen Gefahren. Was machst du? Du haust einfach ab, das gibt's ja gar nicht. Hast du dir eigentlich nicht verdient? Guck mal nach links. Das kann man ja schon fast als Sonne bezeichnen. Mhm, bisschen. Ja, unsere Schleusenmeisterin Mascha. Ja. Jetzt haben wir eine Schleuse, dann haben wir einen Kilometer, dann haben wir noch eine Schleuse und dann sind wir quasi schon am Campingplatz. Sonne! Hier, es regnet. Es regnet immer, auch wenn die Sonne scheint. Auf der Lahn regnet es immer. Aber zum Glück sehen wir vielleicht einen Regenbogen. Ja, und du da oben nicht rumhampeln. Und langsam, alles in Ruhe bitte, ja?
Natürlich, wenn man weiter paddelt, hört es auf zu regnen. Wenn man Pause machen will, dann fängt es an zu schippen. Wobei, wenn es jetzt aufhört zu regnen, habe ich ja auch nichts dagegen. Gefühlt keinen Kilometer nach der letzten Schleuse Solms-Oberbiel kommt hier die nächste Solmser Schleuse. Genau, die letzte für heute. Danach haben wir noch 1 bis 2 Kilometer bis zum Campingplatz. So, die beiden kriegen das Tor nicht auf. Ich habe es befürchtet, dass da nicht hier diese glitschige Leiter hochschauen. Oh Gott, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das jetzt mache. Ich muss aber irgendwie das Boot festhalten. Ja. Uff. Ja. So, jetzt muss ich, oh Gott, muss ich da wieder runterklettern. Jawohl, lass los. Oh. Das hat ja mal richtig Spaß gemacht. Nicht. Ja, wenn ich durch bin mit beiden Booten. Ja, schön, kriegen wir gleich wieder Regen ab. Weiß ja nicht, so wie es aussieht. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Jetzt einsteigen dabei sein hier. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Hier, der beste Spaß in strömendem Regen. Hier einsteigen dabei sein, 3 Tage lang im Regen. Was gibt's Schöneres? Ja, jetzt fahren wir mitten drüber. So. Ganz am Rand. Nach da. Ja. Aha. So, bleib. So, und jetzt paddel in die Gegenrichtung, komm rüber hier. Nicht in die Strömung, komm zu mir. Scheiße. Steigst du im Busch? So, ich steige hier aus. Hier ist eigentlich ein Steg. Den habe ich erwartet. Ich war etwas verwundert, dass der nicht da ist. So, die Masche ist jetzt hier dran fest. Noch ein kleiner Aufreger zum Abschluss. So, hier kommst du raus. So eine Wäscheleine aus der Meister Propper Werbung wäre irgendwie ganz angebracht, um das ganze siffnasse Zeugs zu trocknen. Als ob nichts gewesen wäre heute den ganzen Tag. Schaut euch das an. Wahnsinn. Ja, Tag 4. Hinter mir sieht man es. Wir haben die Boote zusammengepackt, denn da kommt heute wieder nur grau von hinten und auf noch einen Tag voller Regen haben wir keine Lust.
Außerdem weiß ich nicht, ob wir die 20 Kilometer tatsächlich vernünftig schaffen. Was zum Trinken, eine Kleinigkeit zum Essen und den Autoschlüssel tatsächlich auch im Gepäck. Laufen wir jetzt hier zum Bahnhof in Solms und nehmen dann gleich den Zug. Hier in Gießen haben wir jetzt nochmal eine halbe Stunde Aufenthalt, die wir zur Stärkung nutzen. Und dann fahren wir jetzt weiter Richtung Marburg bis Friedelshausen. Ich bin enttäuscht. Wir kriegen nur einen gebrauchten Zug. Ja, den Einstieg hier in Odenhausen, den kann ich nur wärmstens empfehlen. Super nette Betreiber hier von dem Imbiss. Parken kann man hier kostenlos, sogar videoüberwacht. Und ja, wie gesagt, super nettes Paar, dem ich schleunigst besseres Wetter wünsche, damit hier auch wieder ein paar Gäste herkommen. Das war sie, unsere kleine Tour auf der Lahn. Vielen Dank fürs Mitkommen, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!